Hallo Leute, ich bin die Anja aka Hearty von Extreme Twins Cosplay und willkommen zu meinem ersten Tutorial. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was brauche ich eigentlich zum Schminken? Ich als professioneller Make-up-Artist würde ja sagen, investiert in Pinsel. Es gibt sehr viele Pinsel da draußen auf dem Markt, deswegen habe ich für euch diesen Guide kreiert, um euch zu zeigen, welcher Pinsel wofür benutzt wird. Sei es jetzt fürs Cosplay oder für euch privat, das spielt keine Rolle. Das hier ist ein Guide für euch, um zu zeigen, was es da draußen gibt oder was ich in meinem Kit habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. So, wir beginnen mit sauberen Händen. Nebst Pinsel und Schwämmchen sind das nämlich eure wichtigsten Werkzeuge. Am einfachsten ist aber natürlich immer noch das Pinselset. Es lohnt sich, in qualitativ hochwertige Pinsel zu investieren, denn sie kratzen weniger, verlieren bei richtiger Pflege kaum Haare und halten eine Ewigkeit. Es gibt verschiedene Pinsel. Sie bestehen aus Ziegenfellhaar, Ponyhaar, Marder- oder Eichhörnchenhaar und die synthetischen Haare, warum auch immer ich hier den Pinsel vergessen habe hinzuzufügen. Zu einem normalen und für Anfänger geeigneten Pinselset gehören verschiedene Pinsel. Die stelle ich euch jetzt vor. Beginnen wir mit den Puderpinseln. Wie der Name schon sagt, sind sie dafür da, Gesichtspuder aufzutragen. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Fluffigkeiten. Als nächstes Rougepinsel. Wie der Name schon sagt, zum Auftragen von Rouge. Hier gibt es verschiedene Variationen. Die etwas flacheren werden so eingesetzt. Es werden 2 Finger benutzt, um ein großflächiges Auftragen zu garantieren. Werden sie anders genutzt, ist die Fläche viel zu klein. Dafür ist dann eher der runde Kopf geeignet. Kommen wir zu den Foundation-Pinsel. Meist aus synthetischen Haaren und für diverse Make-ups geeignet. Für normales Make-up oder Bodypaint. Es gibt sie in der flachen Variante oder als Kabuki Brush. Ich persönlich benutze die gerne fürs Bodypaint. Kommen wir zu den Konturenpinseln. Zum Konturieren des Gesichts durch die Schrägung perfekt dafür geeignet. Auch hier gibt es verschiedene Formen. Die etwas abgeschrägtere Version, sowohl in groß und klein, als auch die daneben mit einer recht scharfen Kante. Kommen wir zu den Camouflage-Pinseln. Die sind wie die Foundation-Pinsel aus synthetischen Haaren und für cremige Produkte geeignet. Concealer, Color Correction etc. Kommen wir zu den Lidschattenpinseln. Die sind meistens flach, auch Katzenzunge genannt, und sind dafür da, Lidschatten aufzutragen. Dieser wird sanft aufgetupft, ja nicht gerieben. Als nächstes die Einschattierungspinsel. Wie der Name schon sagt, zum Einschattieren in der Lidfalte. Hier gibt es etwas fluffige als auch spitz zulaufende Pinsel. Perfekt für präzisere Einschattierungen.
Die Blenderpinsel. Wie der Name auch schon sagt, zum Verblenden der Lidschatten. Die gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Als nächstes die Schrägpinsel. Für diverse Feinarbeiten beim Lidschatten, für Eyeliner oder die Augenbrauen. Kommen wir zu den Eyelinerpinseln. Die Aufnahme war hier etwas schwieriger, weil sie so klein sind, deswegen gibt es nur ein Foto. Die Eyelinerpinsel sind zum Auftragen von Puder, Creme oder Flüssig-Eyeliner. Man kann hierfür auch Pinsel aus dem Zeichnerbedarf verwenden, da kleinere Pinsel recht schwierig aufzutreiben sind. Der Fächerpinsel zum Auftragen von Highlights. Als nächstes kommen die Lippenpinsel. Auch hier schon wie gedacht für Lippenstift. Das Wimpernbürstchen aus Nylon zum Ausbürsten der Wimpern oder der Augenbrauen. Der Schwammapplikator ist eine günstige Pinselalternative für Lidschatten oder zum Verschmieren von cremigen Produkten. Kommen wir nun zu zusätzlichen Tools. Jeder kennt sie, die Schwämmchen. Die gibt es in verschiedenen Variationen zum Auftragen von Puder, zur Reinigung oder zum Verblenden von Produkten. Manche mit eher runden Kopf, andere mit einer scharfen Kante. Ganz wichtig, die Wimpernzange zum Vorformen der Wimpern. Bitte tut das, bevor ihr Mascara auftragt, nicht danach, sonst könnten die Wimpern brechen. Kommen wir zu zwei weiteren nützlichen Werkzeugen. Eine Schere und die Pinzette. Zum Zupfen der Augenbrauen oder als Hilfsmittel beim Applizieren von falschen Wimpern. Sehr hilfreich sind die Spachtel. Dafür da, um wenig Produkt aufzunehmen, zum Beispiel Creme-Eyeliner oder Lippenstift. Oder in unserem Fall als Cosplayer zum Abdecken der Augenbrauen. Als nächstes ein Anspitzer. Ich glaube, den muss ich nicht groß erklären, ist für Augenbrauenstiften, Kajal und Lip-Liner gedacht. Als nächstes kommen wir zu den optimalen Tools. Zum einen wäre da ein Make-up-Mantel zum Schutz der Kleidung. Ein Handkissen gehört auch dazu. Zum Abstützen der Hand, ohne dabei bereits aufgetragene Produkte zu entfernen. Wird meist am kleinen Finger getragen und gibt es in verschiedenen Größen. Die Pinseltasche gibt sie auch als Gürtel. Sehr praktisch auf Reisen oder einfach zur sicheren Aufbewahrung eurer Pinsel. Zu guter Letzt der Make-up-Koffer. Diese gibt es in verschiedenen Variationen und Größen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und euch etwas weitergeholfen. Bitte abonniert doch den Kanal, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein Tutorial hochlade. Vielen Dank fürs Anschauen und bis bald!